Wann immer wir uns ein Objekt vorstellen, so denken wir es uns als ein Objekt im Raum. Was ist der Raum? Hat der Raum ein Ende? Und was ist die Zeit? Gibt es einen Beginn der Zeit? Fragen wie diese beschäftigten die Menschheit seit der Antike. Herkömmlicherweise stellen wir uns den Raum als etwas Starres vor, das uns Information darüber gibt, wie weit Objekte voneinander entfernt sind. Ein Gegenstand, der keiner Kraft ausgesetzt ist, wird sich in diesem starren Raum immer mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Stellen wir uns nun eine Person im freien Fall vor. Diese Fallschirmspringerin wird einen Zustand der Schwerelosigkeit fühlen, sie wird also keine Kraft spüren, die auf sie wirkt. Nichtsdestotrotz bewegt sie sich beschleunigt auf die Erde zu. Dies scheint im Widerspruch mit unserer herkömmlichen Vorstellung zu sein. Was passiert hier also? Einstein löste dieses Rätsel, indem er erkannte, dass unser herkömmliches Konzept von Raum und Zeit nicht ganz korrekt ist. Der Raum selbst ist nichts Starres, sondern bildet zusammen mit der Zeit eine dynamische Struktur, die sich verformen und krümmen kann. In Einsteins Bild fällt unsere Fallschirmspringerin entlang einer Geraden in der gekrümmten Raumzeit. In unserer traditionellen Vorstellung vom starren Raum aber bewegt sie sich beschleunigt. Die Krümmung der Raumzeit bewirkt auch, dass die Zeit in verschiedenen Höhen über dem Erdboden unterschiedlich schnell vergeht. Uhren in größeren Höhen gehen eine Spur schneller. Dieser Effekt ist klein, doch er muss beachtet werden, um etwa bei GPS-Satelliten entsprechende Präzision zu erzielen. Also ein sehr spannender Aspekt der allgemeinen Relativitätstheorie ist, dass es konzeptuell eine komplett andere Kraft ist, die Schwerkraft, als die anderen Kräfte, die wir kennen. Alle anderen Kräfte sind wie Schauspieler auf einer Bühne und bei Gravitation wird plötzlich die Bühne selbst zum Schauspieler. Die Raumzeit ist plötzlich ein Aktor, jemand, der interagiert, etwas, das sich verändert. Und das ist komplett anders konzeptuell als bei allen anderen Wechselwirkungen, die wir kennen. Die tiefgründige Frage, was bringt die Raumzeit dazu, sich zu krümmen, hat eine einfache Antwort. Alle Objekte. Jegliche Dinge können die Raumzeit biegen und die Krümmung der Raumzeit beeinflusst die Bewegung der Dinge. Ganz egal wie klein ein Objekt ist, es krümmt die Raumzeit. Allerdings bemerken wir den Einfluss kleiner Objekte nicht, da ihre Massen sehr gering sind. Um einen fühlbaren Effekt zu erzielen, brauchen wir Planeten und Sterne, die massenreicher sind. Nicht nur Objekte, die eine Masse besitzen, spüren den Einfluss von Gravitation, sondern auch Licht, welches keine Masse hat. Lichtstrahlen von fernen Galaxien biegen sich in der Nähe von Sternen, als wären Sterne Linsen. Licht besteht aus Photonen und Photonen sind die schnellsten Teilchen, die wir kennen. Nichts kann sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Stellen wir uns vor, dass Photonen und andere Teilchen den Raum erkunden, so wie Fische einen Teich erkunden. An einem Ort bemerken die Fische ein seltsames Objekt und beschließen es zu erforschen. Die Fische wollen sehen, wer am weitesten in den Strudel hineinschwimmen kann, bevor sie nicht mehr herauskommen. Photonfisch, der schnellste Fisch im Universum, ist sich sicher, die anderen noch retten zu können. Doch der Strom ist zu stark und keiner der Fische schafft es zurück. Breaking News. Guten Morgen allerseits. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Der merkwürdige Ort, an dem die Fische verschwunden sind, ist ein schwarzes Loch. Wir müssen leider verkünden, dass alles und jeder, der in ein schwarzes Loch fällt, diesem nicht mehr entkommen kann. Was hat das Auftreten dieses schwarzen Lochs verursacht? Unsere Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, aber wir vermuten, dass das einmal ein Stern war. Ein sehr massiver Stern, der alt wurde und erlosch. Der Stern kollabierte am Ende seines Lebens und wurde zu diesem schwarzen Loch. Wenn Sie ein schwarzes Loch bemerken, halten Sie sich unbedingt davon fern. Schwarze Löcher sind ein fantastisches Forschungsgebiet. Sie sind riesengroß, sie sind sehr schwer, makroskopisch groß, schwerer als unsere Sonne.
die Größe sind ein paar Kilometer. Aber sie lassen sich durch sehr wenige Größen beschreiben. Sie sind wesentlich einfacher als unsere Sonne zum Beispiel. Quantenmechanisch sind es die kompliziertesten Objekte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Immer wenn wir hinauf zum Himmel schauen, sehen wir eine Welt, die viel größer ist als unsere Erde. Viele Himmelskörper produzieren Licht, welches wir in unseren Teleskopen sehen können. Das Licht musste dazu eine lange Reise auf sich nehmen. Obwohl Licht das schnellste ist, was wir kennen, dauert diese Reise. Unter Umständen sogar viele Milliarden Jahre. So werden Teleskope zu Zeitmaschinen. Wenn man in der Zeit zurückschaut, erkennt man, dass alle Objekte im Universum früher näher beieinander waren. Daraus können wir schlussfolgern, dass irgendwann einmal alles im Universum ganz dicht zusammengepresst war. Zu diesem Zeitpunkt, vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren, begann sich alles auszudehnen. Beim sogenannten Urknall entstand das, was wir heute das Universum nennen, als auch die Raumzeit selbst. In den ersten paar hunderttausend Jahren war das Universum extrem heiß. Aufgrund dieser hohen Temperatur und der großen Dichte entstand eine Art Quantensuppe, ein heißes Plasma aus Elementarteilchen, für Licht undurchlässig. Nach einiger Zeit kühlte die Suppe so weit ab, dass Licht sie durchdringen konnte. Das Licht von damals können wir heute noch sehen, in Form der kosmischen Hintergrundstrahlung. Die Hintergrundstrahlung ist das älteste messbare Signal im Universum. Seit ihrer Entstehung vor mehreren Milliarden Jahren ist diese Strahlung nun durch Raum und Zeit unterwegs. Sie hat das gesamte Universum durchwandert, doch ist sie heute nicht mehr als jener helle Blitz sichtbar, der sie zum Zeitpunkt ihres Entstehens war. Da die kosmische Hintergrundstrahlung noch aus der Frühzeit des Universums stammt, ist sie so etwas wie ein Kinderfoto des Universums. Wir verstehen knapp 5% vom Energieinhalt des Universums sehr gut. Das wird beschrieben durch das fantastisch erfolgreiche Standardmodell der Teilchenphysik. Aber die anderen 95% sind großteils unverstanden. Es mag sein, dass es eine neue Generation von brillanten Köpfen braucht, um eine endgültige Antwort auf diese Fragen zu erhalten.